Hi Leute, wir sind auf dem Weg nach Siegen. Und in Siegen holen wir heute ein spezielles Auto ab. Ich bin das Auto schon gefahren, ist jetzt sogar schon wieder fast ein Jahr her. Und zwar handelt es sich um den aktuellen Toyota Supra. Dieser Supra, ja, der hat es mir irgendwie angetan. Damals schon. Ich habe heute ein Drifttraining und dafür nehme ich den Wagen heute mit. Damals, als ich den gefahren bin, da konnte ich leider nicht so mich ausleben. Ja? Ich bin dann auf so einem Rundkurs gefahren. Ich habe gemerkt, zum Driften macht der unglaublich viel Spaß, weil es ein super anspruchsvolles Auto ist, der nicht so einfach zu handeln ist. Und deswegen, ich liebe anspruchsvolle Autos. Deswegen fahren wir jetzt zum Autohaus Keller in Siegen. Das ist ein Toyota Autohaus und da hole ich den Wagen ab. So, Maske nicht vergessen. Safety first. So, und dann suchen wir mal jetzt den Nico. Ja, rein. Da steht er übrigens schon. Gucken wir uns mal gleich genauer an. So, einfach suchen. Ach, da ist er schon. Hi. Klopf. Ja, schön, dass wir uns kennenlernen. Ich freue mich auch schon aufs Auto, was ich gleich mitnehmen kann. Da kannst du dich auch wirklich drauf freuen. Der steht ja schon draußen, habe ich gesehen. Genau, haben wir schon alles vorbereitet extra für dich in einer schönen roten Farbe. Ja, direkt dorthin. Ne? Die Schlüssel habe ich dabei, wir können gerne rausgehen. Folge dir unauffällig. Gerne. Also, es gibt ja zwei Motorisierungen von dem, welcher Motor ist das? Das ist die große 3-Liter-Maschine mit den 340 PS, mit 500 Newtonmeter. Und der geht schon wirklich gut auf der Straße, das muss man sagen. Ich bin den ja schon mal gefahren. Das Ja. war allerdings auf einem ADAC-Testgelände am Nürburgring, auf so einem Rundkurs. Ja. Da konnte ich mich jetzt noch nicht so richtig mit dem Wagen austoben. Ich habe aber gesagt, ich möchte unbedingt gerne noch mal gucken, was der Wagen wirklich drauf hat. Und deswegen wisst ihr ja Bescheid, ich nehme den jetzt mal mit zu einem Drifttraining. Ja, überhaupt kein Problem. Da kannst du Wenn das für euch in Ordnung ist. Natürlich. Daneben habt ihr jetzt noch einen alten Supra. Sagt ihr eigentlich die Supra oder der Supra? Wir sagen, ja gut, das ist umgangssprachlich, da sind die Meinungen gespalten. Also das heißt ja der Toyota, genau, ne? Also ja. sagt man der Toyota Supra, die Supra, das Supra. Die Supra, ich meine, das wäre auch in der Online-Schulung so gesagt worden. Also das Ja. ist halt, aber mit der Supra weiß man, glaube ich, immer, was man meint von Toyota. Am Das besten ist so schreibt ihr es einfach mal. Genau. Würdet ihr die oder der Supra sagen? Das würde mich mal interessieren. Ich sage auch immer automatisch die Supra. Ja, das ist, ich glaube, umgangssprachlich einfacher. Also ich kenne jetzt auch kaum jemanden, der Supra sagt. Weil, Ja. Ja, gut. Ja, und das ist jetzt, was ist das jetzt? Ist das der Vorgänger? Das ist jetzt so eine Rarität von unserem Geschäftsführer, der den wirklich in allen Ehren hält, dann auch nur im Sommer fährt und das ist wirklich ein kleines Schätzchen, das wir bei uns im Auto stehen haben. Und die sind relativ weltstabil. Ne? Ja. Ich habe mal geguckt auf Mobile, die sind ja noch zu ordentlichen Preisen. Gibt es die da dafür, dass es, ich sag mal, schon so ein älteres Auto ist? Ne? Definitiv. Das ist ja der erste Supra, die erste Supra, die ich je gefahren bin. Deswegen, ich habe überhaupt keinen Vergleich zum Vorgänger. Aber sich den mal so anzuschauen, was zumindest jetzt so draus geworden ist, ist ja interessant. Ja, der ist halt wirklich noch in einem Top-Zustand. Das ist so ein typisches alte Autogeruch, aber jetzt nicht negativ gemeint, sondern weil halt noch sehr viel von diesem Stoff hier, so diesen richtig filzigen Stoff der in den älteren Fahrzeugen verbaut wurde. Ne? Und das nimmt irgendwann so einen Eigengeruch an. Ne? Kenne ich noch so aus meiner Kindheit von unseren alten Autos. Das macht schon was her. Auch vor allem, wenn man den mal auf der Straße sieht, fahren fast keine mehr rum. Das ist ja auch interessant hier, das Cockpit, was auf den Fahrer komplett zugeschnitten ist. Also wenn man mal guckt, das ist so nach, zu meiner Richtung geneigt hier. Da hat Toyota damals schon mitgedacht. Sehr, sehr cool. Wie viel PS hat der? So? Der hat 330 PS. 330? Genau. Ja, ist ja auch nicht schlecht für so ein älteres Fahrzeug, ne? Vom Jahr 93 ist das schon wirklich ordentlich. Jetzt ein Automatikgetriebe, der hat auch diesen klassischen Spoiler noch. Ja. Den man ja auch aus diversen Diese Filmen von typische früher kennt. Frittentheke. Richtig, genau. Ja, cool. Dann würde ich sagen, nehmen wir das Schätzchen hier mal mit. Sehr gerne. Und den schauen wir uns jetzt gleich nochmal auf der Strecke in Haltern am See genauer an. Schlüssel hast du da? Den habe ich da. Den händige ich dir den gerne aus. Dankeschön. Auch noch in Wagenfarbe hier. Ne? Klar. Perfekt. Und ich bringe ihn euch dann in ein paar Tagen heil wieder. Ich will's hoffen. Hey, ganz viel Spaß. Dankeschön. Teste den ordentlich mal. Mach ich. Dann mal los. Endlich ist
die Autobahn mal ein bisschen leerer hier. Das heißt, wir können ein bisschen Stoff geben. Ein bisschen Porsche jagen hier. Also ich muss ja sagen, als ich das erste Mal den Supra gefahren bin, war ich sehr positiv überrascht. Weil für mich ist das einfach der günstigere Porsche. Also der liegt exakt genauso wunderschön auf der Straße wie ein Porsche. Vom Handling her auch das perfekte Auto. Und jeder, der was gegen den Supra sagt, soll erstmal so einen Supra fahren. Weil ich war, wie gesagt, direkt positiv überrascht. Klar steckt jetzt halt hier viel BMW-Technik drin und böse Zungen sagen auch, ja, ist ja schon mehr BMW als Supra. Aber das muss ja immer gar nicht unbedingt schlecht sein. Also wenn man nur die guten Komponenten miteinander vereint, finde ich, ist das doch das perfekte Ergebnis. Und das kann ich auch bestätigen bei dem Supra. Und jetzt habe ich endlich das erste Mal die Möglichkeit, den mal so richtig schön hier auszufahren. Ja, toll. Jetzt nicht. Jetzt ist hier wieder 120. Da müssen wir wieder langsamer fahren. Also wir haben einen rein 6-Zylinder, 3 Liter Twin Turbo drin. Ist der BMW-Motor aus dem Z4 und der hat 340 PS. Ja, und vor allem, wir haben ein sehr kleines, wendiges, vor allem leichtes Auto. Fährt sich wirklich wie, ich weiß nicht, wie so eine Rakete. Du trittst aufs Gas und der schießt los. Heckantrieb natürlich, ist ja auf Basis des Z4, also dementsprechend auch der Radstand und so weiter, alles gleich. Der hat einen relativ kurzen Radstand, was in dem Fall aber fürs Handling wieder sehr, sehr gut ist. Ich gehe mal schwer davon aus, dass auch die Sitze von BMW kommen. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es ist so BMW-typisch. Du setzt dich in diesen Sitz rein und der ist super bequem, super gepolstert. Also du sinkst so richtig schön in diesen Sitz rein. Ja, wir haben hier ein Touch-Display und alles von der Bedienung her sehr, sehr einfach. Ah ja, da vorne sehe ich doch mein begehrtes Schild. Schalten wir auch mal auf Sport hier. Ah, da wird er direkt schön laut. Vom Fahrgeräusch her finde ich es sehr angenehm hier drin. Es ist nicht zu laut, nicht zu viel Windgeräusche, nicht zu viel Abrollgeräusche. Ja, ratzfatz ist er auf 200 km/h. Es geht schneller als man denkt bei dem. Fehlen nur noch so ein paar Tragflächen außen, damit er abhebt. Wir machen weiter auf der Teststrecke. Angekommen am ADAC-Testgelände in Haltern am See und da steht auch schon der schicke Supra oder die Supra, wie auch immer. Jetzt werde ich mich damit schon mal ein bisschen warm fahren, da auf der Kreisbahn, auf der bewässerten. Bewässert ist immer gut, weil dann hat man natürlich dementsprechend auch ein bisschen weniger Reifenabnutzung. Ja, ich bin echt mal gespannt, was der so drauf hat im Drift und vor allem, ja, wie gut er sich auch im Drift halten lässt. Ich glaube, den in den Drift zu bekommen, das habe ich ja schon mal probiert, ist nicht so schwierig, aber die Kontrolle über den Wagen zu halten, ist, glaube ich, schon eine Herausforderung. Aber ihr wisst ja, ich liebe Herausforderungen. Ja, ich wurde auch gerade schon angesprochen auf den Wagen am Rastplatz. Der zieht auf jeden Fall einige Blicke auf sich. Und ich habe hier mal den Kofferraum aufgemacht, nur um euch noch mal zu zeigen, wie viel Platz eigentlich in dem Wagen hier noch drin ist. Sollte man gar nicht meinen, der sieht ja schon recht klein aus hinten, aber der geht auch hier so durch. Das heißt, ich kann vom Fahrersitz aus was hier in den Kofferraum legen. Das finde ich eigentlich auch super praktisch. Driften geht mega gut bei dem Wagen. Also wie erwartet, den in den Drift zu bekommen, ist nicht so schwierig, macht echt Spaß, aber den in Drift zu halten, das ist eine Herausforderung. Boah, das ist einfach, es ist für mich einfach ein richtiges Spaßfahrzeug. Es macht richtig Spaß. Ich liebe es. Jetzt fliegen hier die Flaschen hin und her. Ich glaube, ich brauche so einen. Ich glaube echt, ich brauche so einen. Auch nochmal hier die Kreisbahn.
Mega. Also der gibt Gas, wenn er Gas geben soll. Der driftet, wenn er driften soll. Ups, das war jetzt ein bisschen zu viel. Das ist nicht schlimm. Ich habe nur ein Hütchen mitgenommen. Nee. Fenster sollte ich zumachen. Oh Gott, Leute, ich kann nicht aufhören. Das ist wie so eine Sucht. Ist eine Sucht. Okay, Leute, ich würde sagen, reicht. So, ich bin wieder in Siegen beim Autohaus Keller angekommen. Ja, mein letztes Fazit zum Supra ist, für mich ist das wirklich ein Auto, welches für verhältnismäßig wenig Geld mit vielen Sportwagen mithalten kann. Der fährt sich sehr sportlich, sehr agil, auch sehr bequem, wenn man ihn im Alltag fahren möchte. Er bietet erstaunlicherweise, obwohl er, ich sag mal, doch recht klein aussieht, doch genug Platz auch. Also wir haben gesehen, hinten ein großer Kofferraum. Ja, driften kann er, haben wir ja bewiesen. Rennstrecke kann er auch. Und für mich wäre das so ein Fahrzeug, ich würde mir den tatsächlich holen, so für Spaß zum Wochenende, damit mal zum Nürburgring, auf den Ring fahren. Kann man aber auch, wie gesagt, sehr gut im Alltag benutzen, meiner Meinung nach. Hi. Jetzt muss ich dir leider den Schlüssel wieder übergeben. Ja, aber ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ja. Aber jetzt sag mal kurz doch, wo liegt der eigentlich preislich jetzt? Also der gerade hier mit dem größeren Motor, wo fängt der so grob an? Also ist ja die, wie gesagt, die 3-Liter-Maschine, der liegt jetzt preislich im Bruttolistenpreis bei 65.000 Euro so roundabout. Hat jetzt auch ist das schon der Basispreis oder so wie er jetzt dasteht? Ja, also das ist jetzt so wie er dasteht. Der hat auch dieses Premium-Paket noch mit dabei. Also das wäre dann diese 65.000 Euro. Im Basispreis liegt der bei um die 63.000 Euro. Ja, den gibt es ja auch nochmal als Vierzylinder. Ja, genau. Da habe ich jetzt gar keine Erfahrung mit. Ja. Wo liegt der preislich und PS-mäßig, der Vierzylinder? Genau, also preislich liegt der bei um die 50.000 Euro circa. Also doch schon deutlich günstiger. Ja, oder? Auf jeden Fall. Klar, ist halt ein Vierzylinder und der hat dann 258 PS, halt die kleinere Variante. Reicht aber auch. Ja, muss man Hast du den schon mal gehört, den Live, den Vierzylinder? Leider noch gar nicht. Wir haben bisher immer Ja. nur, der größte Teil kam dann halt, wie gesagt, auf die 3-Liter-Maschine. Aber ich bin auch mal gespannt, wenn wir den Vierzylinder auch mal da haben. Ich danke dir auf jeden Fall oder euch, dass ich den Wagen haben durfte. Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das will ich Und hoffen. ja, es läuft übrigens gerade noch eine Promo-Aktion mit dem Autohaus Keller. Schaut da gerne mal in die Kommentare. Alles Weitere steht dazu in den Kommentaren. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen und geht auch gerne mal auf die Seite vom Autohaus Keller. Alles hier unten verlinkt. Ciao.